Ja, guten Abend am dritten Tag dieser Weltmeisterschaft. Wir haben heute Mittwoch und das ist ein leichter Wind hier am Boden. Traumhafte Bedingungen, um jetzt vielleicht F3B zu fliegen. Das war heute Vormittag noch ganz anders. Heute früh haben wir mit dem Zeitflug angefangen bei relativ starkem Wind. Wir hatten ganz kurze Regenschauer am Morgen und konnten dann aber rechtzeitig um 9 Uhr den Zeitflug beginnen. Und man kann sich wieder vorstellen, mit viel Wind haben die Thermikwerte haben sich sehr schnell verlagert und so wurde man ganz schön weit nach hinten getragen, aber das haben eigentlich fast alle Piloten hinbekommen. Leider hat Sören Krogh zum Beispiel, glaube ich, 1 Minute abgegeben und damit 100 Punkte ungefähr im Zeitflug verloren. Aber man kann einen Zeitflug streichen und so kann es sein, dass sich hier noch einige Verschiebungen ergeben werden. Danach haben wir einen Streckenflug geflogen. Als Helfer war das sehr anstrengend, weil wir auch da immer wieder mit Regenschauern zu tun hatten und ich glaube, es war ein sehr heftiger Wind. Die Flugzeuge mussten sehr schwer ballastiert werden und ich glaube, da traute sich der ein oder andere Pilot nicht nochmal 500 Gramm draufzulegen und so gingen die Streckenzahlen sehr weit auseinander. Danach hatten wir die Mittagspause und wieder ein nicht ganz stabiles Wetter und so entschied sich die Wettbewerbsleitung, den Streckenflug der 5. Runde anzuschließen und nicht den Speedflug der 4. Runde zu fliegen. Und so hoffen wir morgen auf stabileres Wetter und werden dann den Speedflug der 4. Runde nachholen und auch der 5. Runde. Ja, wir sind recht weit gekommen. Leider gab es heute wieder Mid-Airs, das heißt Zusammenstöße hier schon gleich im Start in einer Gruppe. Da hat es Thomas Kübler und einen polnischen Piloten getroffen, einen japanischen Piloten. Zum Glück ist hier nichts passiert. Also die Flugzeuge sind hier sehr nah an der Windenlinie abgestürzt und ja, so haben wir inzwischen 12 Flugzeuge hier verloren. Das ist eine große Zahl. So viele Flugzeuge gehen eigentlich nicht kaputt. Und ja, es war ein weiterer dramatischer Tag heute. Im Streckenflug dann an sich sind keine Flugzeuge zusammengestoßen, was schon mal sehr, sehr gut war. Aber wir merken, dass die Konzentration nicht überall noch komplett da ist. Es ist, glaube ich, sehr, sehr anstrengend, die ganze Zeit bei so starkem Wind die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Spitze ist ganz schön durch deutsche Piloten im Moment durchsetzt. Deutschland und Österreich liegen mit ihren Piloten relativ weit vorne mit sehr geringen Punktabständen. Das heißt, da ist noch überhaupt nichts entschieden. Wer heute auf die Liste guckt, da sind jetzt, glaube ich, schon ist ein Streckenflug gestrichen. Im Speedflug ist noch nichts gestrichen. Also je nachdem, wie man rechnet, ja, liegt das vordere Feld. Die ersten 6 Piloten liegen noch sehr dicht beieinander. Da ist noch sehr viel Spielraum drin, was in den nächsten Tagen passieren kann. Ja, ein bisschen traurig, heute keinen Speedflug geflogen zu haben. Das ist eigentlich auch immer, gehört zu so einem Tag eigentlich dazu. Aber trotzdem sind wir sehr weit gekommen. Heute Nachmittag um 17 Uhr hat Erik Dahl Christensen einen Wettbewerb mit uns gemacht. Der Wettbewerbsleiter hat uns aufgefordert, in Dreierteams kleine Balsa-Flugzeuge zu bauen. Und diese Teams waren zusammengesetzt aus Leuten, die sich bis jetzt noch nicht kannten. War ein tolles Event und hat sehr viel Spaß gemacht. Schau mal nach hinten, ja, schau mal um, dreh mal um. Wir müssen durch euer Bild laufen. Wir sind Hintergrund. Ja, sehr aufmerksame Helfer. So sieht das aus, wenn man auch mal ins Fernsehen kommen will. Ne? Heute, wie war der Tag? War ganz gut. Welche Bisschen Aufgabe kalt. hast du? Wer bist du überhaupt? Ich bin Hannes Weberschock, sein Sohn.
Und ich bin auch offizieller Helfer. Genau. Wo sitzt du? Immer an der B-Linie. Hinten Also an an der der Linie. uncoolsten. Wer bist du? Ich bin Theo Weberschock, auch Martins Sohn. Ich sitze auch sehr oft an der B-Linie und mache auch die Streckenflüge, nehme die Zeiten. Ich bin der Jona Bühre, beziehungsweise der Jonas Bühre. Ich bin immer in der A-Linie besetzt den ganzen Tag. Und es macht Spaß, aber es ist auch sehr anstrengend. Wunderbar. Also genau, also wir haben hier die Helfer, die auch morgen wieder bei Wind und Wetter, kann man sagen, sehr aufmerksam sein müssen. Wer das mal ausprobieren will, ist herzlich eingeladen, sich über einen langen Zeitraum, 2 Stunden, immer wieder extrem konzentrieren zu müssen. Wir müssen jedes Flugzeug verfolgen vom Start bis zur Landung und dürfen es nicht einmal aus den Augen verlieren. Das ist eine gewaltige Konzentrationsarbeit und Sie haben das hervorragend bewältigt. Vielen Dank. Gerne. Genau. Und dann hier kommt gerade noch auch eine Legende des F3B-Sports. Reinhard, komm du auch noch mal näher. Genau, also hier haben wir auch einen sehr erfahrenen F3B-Enthusiasten. Du hast niemals ein F3B-Modell geflogen. Ah ja, aber nie im Wettbewerb. Nie im Wettbewerb, genau. Also Reinhard hat nie einen Wettbewerb geflogen, aber jeder kennt ihn, denn du hast offene Weltcup-Wettbewerbe organisiert und ausgetragen und auch die Weltmeisterschaft 2013 organisiert und warst da Wettbewerbsleiter? Nein, Organisator. Organisator, genau. Und Wettbewerbsleiter war Armin Hortzitz. Genau. Und Und 2015 war ich Mannschaftsführer. Genau, also du hast eigentlich fast alle Rollen außer des Piloten hast du schon mal erfüllt. Vielen Dank. Genau, hier wieder als Helfer tätig. Wie findest du die Organisation hier? Sehr schön, einwandfrei. Genau, Klasse. die Dänen haben sich sehr viel Mühe gegeben. Ja, die haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Klappt alles ringsherum gut. Angefangen vom Wettbewerb über die Versorgung. Alles top. Genau. Jetzt hoffen wir nur, dass morgen besseres Wetter wird und dass wir morgen Speed fliegen können. Genau, also F3B fliegen ohne Speed ist, das schmeckt nicht gut. Ne? Genau. Ja. Wunderbar, genau. Also wir sehen uns hoffentlich dann morgen wieder und bis dahin schlafen wir alle ganz gut und dann heißt es jetzt wieder ausschalten, bitte.